es war viel zu lang. Es war für mich bestimmt die anstrengendste Saison ever, aber auch die geilste, das muss ich echt dazu sagen. Also die Disco Invaders haben wir dort wirklich genommen und haben es auch, glaube ich, alle spüren lassen, dass wir es ernst meinen. Wir betreiben Spaß mit Ernst. Und das war auf jeden Fall ja, eine ganz große Saison, zumal auch 2008 für mich ein ganz großes Jahr war. Und es stand alles unter einem sehr guten Stern. Und daher kamen wir ja auch von Minimal, Disco, Funk, Techno, House, Planet, um Ibiza zu retten. Das war ja unsere Mission, also musikalisch natürlich zu retten. Ansonsten kann ich sagen, es war für uns eine großartige Saison. Es war musikalisch der Wahnsinn, was passiert ist. Auch speziell im Hausbereich, wo gerade so Leute auch wie Sis und Johnny D und Reboot, bin ich auch ganz stolz darauf zu sagen, hier homegrown, wir kommen aus unserer Region, Rhein-Main-Gebiet, aus Frankfurt und Umland. Und die haben wirklich auch den Takt angegeben. Der Sound ganz speziell auf der Terrasse. Und nicht ohne Grund sind wir, glaube ich, auch gewählt worden von dem DJ Award als Best Night in Ibiza. Unter anderem Luciano und Ricardo Villalobos als bestes DJ-Set. Im Ping-Pong-Mix von beiden im Uhu Club, Amnesia, Ibiza und der Richie Houghton als Best Techno-DJ. Respekt, meine Herren, habt ihr gut gemacht. Wir hatten dieses Jahr 16 Veranstaltungen und ja, die Essenz aus den 16 Veranstaltungen, um auf die Musik zurückzukommen, was jetzt auf meiner 9. Compilation ist einfach auf der einen Seite sage ich mal, meine Liebe zu Techno-Tracks, die auch für mich den Sommer sehr präsent waren. Es gab wirklich geile Techno-Musik, sozusagen, von auch guten jungen Produzenten und unter anderem auch von älteren Produzenten, die uns wirklich alle überrascht haben. Unter anderem Timo Maas oder DJ Sascha. Und das war für mich natürlich auch was ganz Besonderes, da mal auf einer CD das mal gebündelt von Anfang bis Ende die Energie rüber zu bekommen. Die zweite CD ist eigentlich, wie ich es in der Tradition auch eher gewidmet für den After-Hour-Sound, sprich aber auch, es spiegelt auch eigentlich den Sound so von der Terrasse wieder. Was Ricardo, Dice, Luciano, da sind bestimmt auch einige Tracks dabei, die auch gespielt haben. Fühlbar, hörbar langsamer geworden. Und wenn ich jetzt mal so meine Sets, das jetzt das Techno-Set ist oder auch mein Minimal House, Tech House Set, wenn ich mir das jetzt mal anschaue, wo wir uns da so beattechnisch da so bewegen, da ist es zwischen 126 und 130 ppm. Und es ist auf jeden Fall sehr groovig. Bei dem Tempo rufen andere besser anders. Es ist sehr perkussiv, lastig geworden auch und hat
Aber das muss ich auch sagen, es hat eigentlich wieder so, es ist sehr colorful. Ja. Es hat im hausigen Bereich wird auch experimentiert, im technoideren Bereich wird experimentiert, da wird mit Stimmen experimentiert, mit Sequenzen, mit Melodiefetzen, schräge Harmonien, witzige Harmonien, naive Sachen und aber so der rote Faden war eigentlich schon sehr craziness continuous eigentlich für mich, muss ich sagen. Zum Thema Produktion habe ich ja dieses Jahr schon einen kleinen Beitrag geleistet. Man kann nicht sagen, dass ich jetzt so, oder nicht ganz so untätig war ich ja nicht. Ich war ja mit Anthony Rothe im Studio und habe im Rahmen der Cocoon Morphs Tokyo Veranstaltungsserie haben wir einen Track zusammen gemacht. Skrank heißt der. Und ich habe nach der Time Warp mit dem Roman Flügel so ein witziges Erlebnis gehabt, wo wir, nachdem ich gespielt habe, zum Hinterausgang rausgelaufen sind und da standen irgendwie, keine Ahnung, 50 vollgepackte blaue Mülltüten. Ja. Und wir wussten jetzt gar nicht so, was da drin ist. Aber wir dachten, wir müssen jetzt einmal da reinspringen. Ja. Und wir sind mit Anlauf, der Roman und ich, drauf und wieder mit Anlauf vollgasmäßig auf die Mülltüten gesprungen. Und zum Glück waren da nur Plastikbecher drin. Also es waren komplett 50 Mülltüten, die großen blauen Plastikbecher. Es war so geil, da haben wir das natürlich noch ein paar Mal wiederholt. Und so ist der Titelname entstanden, Trash Bin Dance, den ich dann 2 Wochen später mit dem Roman Flügel produziert habe für die Compilation Age, um das mal auch zu erklären, wie wir auf diesen Titel kamen. Alter, kennst du den?